Eine Wand gebaut im Mittelalter. Ein Schatz, der auf Vordermann gebracht wird, mit alten Techniken und traditionellem Material. Ohne Metall, aber mit Wasser, Lehm und Stroh. Mit Sand und Kalk. Werkstoffe, wie sie unsere Vorfahren verwendeten. Techniken, die heute nur noch von ganz wenigen beherrscht werden. Birnbach im Westerwald. In dem 200-Einwohner-Dorf in der Nähe von Altenkirchen stehen einige Fachwerkhäuser. Eines davon war früher eine Turn- und Taxis-Poststation auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt. Der Maurer Alexander Fenske. Er restauriert seit vielen Jahren historische Gebäude und teilt sich an diesem Objekt die Arbeit mit Zimmermann Jan Vockel. Die Wand, vor der er kniet, ist eine Rarität, weil sie so alt ist. Zuerst sorgt der Handwerker dafür, dass sie bei den Arbeiten nicht beschädigt wird. Die Fachwerkrestaurierung wird 5 Tage dauern. Der untere horizontale Balken, die Schwelle, ist morsch und muss raus. Mit den Brettern halten wir die bestehenden Gefache. Wenn wir jetzt gleich die Schwelle hier rausnehmen, dann haben die nach unten ja keinen Halt mehr. Deshalb hängen wir die in den Brettern auf, dass die nachher dann wieder, wenn die neue Schwelle drin ist, wieder eingepasst werden können. Und dann kann man die Bretter wegnehmen. Dann hält das Gefach wieder da, wo es hingehört. So, Bit wechseln. Fachwerk. Über Jahrhunderte die vorherrschende Bauweise in Deutschland. Das Alter dieser Wand ist über sogenannte Dendrochronologie bestimmt worden. Diese Wand ist eine sehr besondere Wand, weil sie in der Gänze erhalten ist und datiert auf 1530, 1531. Ein sehr altes Stück in komplette erhalten, die in der Originalität, so wie sie hier ist, mit Sicherheit äußerst selten in Deutschland zu finden sein dürfte. Und quasi die Bauherren nachher ein Museumsstück, ein eigenes Museum im Gebäude haben. Und das ist besonders selten und für mich eine große Ehre, daran arbeiten zu dürfen. Kurios, dass die Wand im Gebäude steht. Es war eine Außenwand und das ist ja die Besonderheit auch. Wir stehen hier in einem Gebäudeteil, der im Prinzip in den 1960er Jahren angebaut wurde. Einer der Vorbesitzer hat das gemacht. Durch den Anbau wurde das Haus einseitig verbreitert und asymmetrisch. Die Zimmerleute entfernen die morsche Schwelle. Spezialisten wie sie können sehr altes Fachwerk von nicht ganz so altem unterscheiden. Das ist die Besonderheit dieser alten Wandkonstruktion. Wir haben im modernen Fachwerk oder im sogenannten modernen Fachwerk laufen unsere Ständer durch und die Riegel sind dazwischen eingezapft. Das gibt es allerdings noch nicht immer. Früher wurde das so gemacht, dass die Riegel ebenso durchlaufen wie die Ständer und beide überblattet sind. Und das kann man hier an dieser Wand noch sehen. Wir haben hier auf der gesamten Länge einen Riegel und auf der Höhe einen Ständer. Das ist der Nachfolger des morschen Balkens. Jan Vockel und Lukas Scholz schneiden die meterlange Schwelle mit der Kreissäge vor. Holz für historische Gebäude zu finden ist nicht leicht. Im Baumarkt kann man es jedenfalls nicht kaufen. Das ist Eichenholz. Das hat die Bauherrin besorgt. Das ist ein alter Unterzug aus einem Scheunenabriss. Den haben wir jetzt entsprechend zugeschnitten, weil wir unsere Reparaturen hauptsächlich in Altholz machen. Wir müssen nämlich gewährleisten, dass das Holz trocken ist, das wir einbauen. Und Eichenholz ist sehr schwer zu trocknen. Das dauert sehr lang. Und die Garantie haben wir eigentlich nur bei Altholz, weil abgelagertes Eichenholz ist fast nicht zu bekommen. So alt wie das ursprünglich im Haus verbaute Holz ist der Balken zwar nicht, aber 300 Jahre hat auch er auf dem Buckel. Holz hin! Hin! Langsam! Holz hin!
Etwa 100 Kilo ist er schwer. Ja, schade, Putz. Sind durch. Gar nicht so einfach, die Schwelle an Ort und Stelle zu bringen. Die Zimmerleute haben den Balken zwar vorgeschnitten, aber er passt noch nicht ganz genau in die Lücke. Jetzt kommt die Feinarbeit. Zunächst kennzeichnen sie die Stellen, an denen sie Hand anlegen müssen. Es sind einige. Hier in dem Bereich haben wir jetzt hier gemessen. Die ich jetzt 11,5 angenommen. Dort müssen sie so viel Holz wegnehmen, bis die Passform perfekt ist. Weil sie nur den einen alten Balken haben, dürfen sie sich keine Fehler erlauben. Beim Einkerben der Schwelle kommt es deshalb auf Millimeter an. Nach dem Einkerben mit der Kettensäge geht es in Handarbeit weiter, mit dem Stemmeisen. Die Handwerker wechseln von modernen zu traditionellen Techniken. Beide müssen sie als Restaurateure beherrschen, denn sie bearbeiten ein Einzelstück und nur mit Maschinen kommen sie nicht weiter. Es wird halt heutzutage aus Zeitgründen meistens dann mit irgendeiner Maschine gemacht oder auf der Fräse. Aber das können wir überhaupt nicht einsetzen. Ich meine, wir haben kein maßhaltiges Holz, das haben wir nie. Wir haben keine maßhaltigen Verbindungen. Wir müssen uns alles auf der Baustelle selbst erstellen. Und dann ist eben Handarbeit gefragt. Dann müssen wir selbst ran. Und letzten Endes ist es das, was den Beruf ja auch eigentlich ausmacht. Ob die behauene Schwelle jetzt passt? Ich habe jetzt keinen Kontakt zum Keim. Nein, sie passt noch nicht. So hinten dann. Ach so, das war von dem Ankerbalken hier, ne? Ja, vermutlich, ne? Den es nicht mehr gibt. Gut, das geht ja vom Dann kann Ständer man- noch ehemals Ständer hier in dem Bereich. Ja, ja, der war eingezapft. Das ist Ja. wie auf der anderen Seite, wo unsere Balkenlage eingezapft ist. Es sind noch Reste der alten Schwelle im Weg. Der nächste Versuch, die 100 Kilo schwere Schwelle einzupassen. Aber noch immer sind die Zimmerleute nicht zufrieden. Hier vorne ist freie Fahrt, also hier hinten nichts. Hier hängt ein Stück Rute dazwischen. Also hier den Lehm noch ein bisschen wegkratzen. Ja. Hier die Rute, die starke, die wird das mitmachen. Noch einmal kommt das Stemmeisen zum Einsatz. Ja, das war jetzt sehr schön. Endlich, die Schwelle passt. Guck ich mal, was hier noch geht. Lukas Scholz und Jan Fockel sind nach mehreren Stunden Arbeit am Ziel. Das ist Doreen Bauke, die Bauherrin. Sie hat das Fachwerkhaus gekauft. An der Außenwand hilft sie mit. Ja, weil die Fuge jetzt ziemlich schmal ist und wir mit Werkzeug hier nicht reinkommen, dann bedienen wir uns hier an einem Werkzeug, was es schon gibt, so einer Kartuschenspritze. Aber wie du siehst, haben wir hier keinen Kunststoff drin, sondern auch ein Lehmmattel. Und damit komme ich richtig schön tief rein und kann sehr schnell diese Fuge füllen und habe die auch wirklich bis hinten voll. Die Schornsteinfegermeisterin hat sich mit dem Haus einen Traum erfüllt. Einen kostenintensiven Traum. Das Haus ist denkmalgeschützt. Die alten Techniken beherrschen nicht mehr viele Handwerker. Der Bad Marienberger Alexander Fenske ist einer von ihnen.
Also meine genaue Berufsbezeichnung ist Maurermeister und Restaurator im Maurerhandwerk. Also zum einen habe ich die Ausbildung als klassischer Maurer begonnen, eine Lehre gemacht, meinen Abschluss gemacht als Geselle, mich später weitergebildet zum Meister und als Aufstockung und Ergänzung, um in der Denkmalpflege tätig zu sein, gibt es noch die Zusatzausbildung als Restaurator im Handwerk. Das mache ich aber trotzdem. An der Außenwand kann er nur zwischen Mai und Oktober arbeiten, denn während der anderen Monate droht im Westerwald Frost. Wenn schon, denn schon. Im Haus haben die Zimmerleute damit begonnen, die neu eingesetzte Schwelle im Fachwerk zu verankern. Dazu brauchen sie Löcher und die passenden Nägel, aber keine aus Metall. Die Nägel stellen sie selbst her, mit der Stoßaxt. Es ist eine Mischung aus Stemmeisen und Beil und gehört bei den Zimmerern zum Stemmzeug. Sie brauchen etwa 30 von ihnen. Mit Hilfe der Holznägel kann die neue Schwelle mit den alten Ständern fest verbunden werden. Ich bin ziemlich zufrieden. Wir hatten ziemlich viel Arbeit mit dem Nachschneiden, weil ja genau der Verbindungen angepasst sein muss. Und sowas lässt sich nicht einmessen. Das muss wirklich übers Anhalten nochmal nachgearbeitet werden. Dann muss die Schwelle rein und wieder raus. Das hatten wir jetzt ein paar Mal. Aber jetzt passt sie. Dort, wo die horizontal verlaufende Schwelle auf die vertikal verlaufenden Ständer trifft, wird jeweils 5-mal gehämmert und dann gesägt. Ein neuer Morgen in Birnbach. In der ehemaligen Poststation von Thurn und Taxis ist der Maurermeister schon wieder aktiv. Er behandelt die Holzschwelle, die seine Kollegen am Vortag eingesetzt haben. Das ist jetzt wieder ein rohes Leinöl, was sehr tief ins Holz einzieht und mir das Holz konserviert. Und das andere ist, weil ich jetzt vom Arbeitsablauf als erstes hier unten die Fuge verschließen muss und das mit einem Kalkmörtel, dient das Leinöl auch direkt als Schutz vor dem Kalk. Der würde sonst mit dem Eichenholz reagieren und sich verfärben. Um das zu vermeiden, wird er vorher mit Öl konserviert. Alexander Fenske kennt sich mit historischen Baumaterialien bestens aus. Nicht nur mit Leinöl. Er weiß, wie früher Kalkmörtel hergestellt wurde. Das ist jetzt also ein richtiger Stein, ein Kalkstein, der gebrannt worden ist, bei 1000 Grad circa. Und der muss jetzt mit Wasser abgelöscht werden, um den überhaupt zu benutzen als Bindemittel in den Mörteln und Putzen und Farben. Und dafür muss der abgelöscht werden und dabei expandiert er extrem mit dem Volumen. Das kann man hier jetzt schön demonstrieren, dass man im Prinzip jetzt den Stein mit Wasser benetzt. Und ganz wichtig ist jetzt zu beachten, das Material ist hochalkalisch, also stark ätzend. Wir haben einen pH-Wert von 14 und das heißt auch, Haut wird verätzt. Das Verfahren nennt sich Trockenlöschverfahren. Das liegt daran, dass wenn ich jetzt mit der genauen Menge Wasser den Kalk ablösche, das sind ungefähr 0,7 Teile Wasser auf 1 Teil Kalk, dann entsteht ein trockenes Pulver. Das kann man jetzt hier schön sehen. Das nennt sich Trockenlöschen aus dem Grund, dass eben, wenn ich es richtig einstelle, aus dem trockenen Stein bei Wasserzugabe wieder trockenes Pulver entsteht. Und zur Information noch, das sind jetzt ungefähr 100 Grad Temperatur hier drin. Ich nehme 5 Teile Sand, 1 Teil Kalk und 2 Teile Wasser. Und damit habe ich immer dieselbe Rezeptur und immer das gleiche Ergebnis bei den Mörteln. Und je nachdem, wie ich die Mörtel einsetze, als welchen Zweck, kann ich dann mit Wasserzugabe oder mit verschiedenen Sanden aus einer und derselben Rezeptur ganz verschiedene Mörtel machen. Ich kann damit verputzen, ich kann damit verfugen, ich kann damit Löcher füllen, ich kann damit mauern
Und vor allem kann ich das Material auch in warmem Zustand verarbeiten. Das ist das Schöne daran, ich brauche immer nur meinen Kalk und meinen Sand und kann damit alles machen. Weil er stückigen Kalk verwendet, muss der Mörtel nach dem Ansetzen mindestens 7 Tage lang ruhen, damit die Kalkbrocken zu Pulver werden. Durchlöschen nennt man das. Und in so einem Gefäß dieser Größe entwickeln sich dann zwischen 400 und 450 Grad Temperatur. Und man sieht jetzt sofort, was passiert. Das ist auch der Grund, warum das fast so verbogen ist. Jetzt kann man das schön sehen, wie schnell das auch geht. Also wir sind jetzt schon weit über 100 Grad. Wir haben jetzt schon einen Wasserdampf, der austritt. Und auch der Sand, der jetzt wie ein Brotteig aufgeht. An dem Haus und am Anbau sind verschiedene Fachwerkbauweisen erkennbar. Wir haben hier einen Ständerbau, einen sogenannten Ständer- oder Geschossbau, der mit dem moderneren Fachwerkbau, den man da hinten an der angebauten Scheune erkennen kann, wenig zu tun hat. Man sieht die Unterschiede eigentlich. Hier gehen alle Ständer und alle Streben, also alle aufgehenden Hölzer, gehen auf die gesamte Gebäudehöhe rauf und alle Riegel, alle Querhölzer laufen über die gesamte Gebäudelänge. Es ist ein Holz, das in der Verbindung überblattet ist. Der Unterschied zwischen dem Geschossbau, wie wir ihn hier links haben, und dem Stockwerksbau, wie wir ihn rechts haben, ist, dass die einzelnen Etagen, also die einzelnen Decken beim Geschossbau eingeschossen sind. Also die Deckenbalken ragen durch die Ständer hinaus und sind dort mit einem Keilschloss oder mit einer Holznagelverbindung gesichert, um die Wände beieinander zu halten. Und beim Stockwerksbau sind diese einzelnen Etagen übereinander gestockt, also werden einzeln übereinander gesetzt. Maurermeister Alexander Fenske setzt drinnen einen weiteren Kalkmörtel an. Dieses Mal verwendet er Pulverkalk, weil er den Mörtel schon in ein paar Minuten einsetzen will. Auch hier gebe ich 2 Teile Wasser dazu. Man sieht jetzt schön, wie die Mischung schon kocht und ich nichts mehr sehe. Und auch hier ist ganz wichtig, die Schutzbrille anzuladen. Jetzt habe ich hier ein ziemlich flüssiges Material, was innerhalb von kürzester Zeit zu verarbeiten ist, weil es sonst so stark anstarrt, dass ich nur noch trockenes Material habe. Heißkalktechnik nennt sich das. Der Vorteil und der Grund, warum ich das hier mache, ist zum einen, dass ich eine sehr gute Anbindung an den Untergrund bekomme. Sprich, das Material sich sehr gut verbindet. Und den Hohlraum, den ich hier füllen muss, der würde durch einen normalen Schwundprozess, der bei dem Kalkmörtel stattfindet, eine Fuge produzieren. Und dadurch, dass ich das Material während des Löschvorganges einbringe und der Kalk expandiert, schaffe ich es, hohlraumfüllend die Fugen zu verschließen. Ich tue jetzt zusätzlich noch die Stellen mit Naturstein auszwickeln. Mit sogenannten Zwickelsteinen. Um auch wirklich die letzte Ecke im Hintergrund zu erwischen und dann den Hohlraum komplett zu verschließen.
Der warme Kalkmörtel hat eine größere Druckfestigkeit als konventionelle Kalkmörtel. Diesen Vorteil erkannten schon die Römer und bauten damit Brückenfundamente oder Zisternen. Kaum noch reinbekomme. Die Heißkalktechnik. Für den Maurer eine anstrengende und schweißtreibende Arbeit. Wenn ich jetzt Überschüsse oder Reste habe, gegenüber unserem ganzen Industriemüll, den wir heute haben, habe ich hier den Vorteil, Eimer, Deckel drauf und ich kann es in 20 Jahren auspacken und einfach wieder verwenden. Das ist Blähton. Er gehört zur Mischung, die der Maurermeister zur Füllung von Hohlräumen braucht. Hier handelt es sich jetzt um einen Blähton-Leichtlehm. Das ist im Prinzip ein Blähton als Granulat, der mit einem Lehm gemischt als Füllmaterial in diesem Falle mir dabei hilft, den Hohlraum hinter dem Riegel zu verschließen. Die Bretter, die der Zimmermann zur Sicherung angebracht hatte, können entfernt werden. Maurermeister Alexander Fenske wird jetzt die Gefache restaurieren. Sie bestehen aus sogenannten Staken, Weidenruten und einer Füllung aus Lehm. Bevor er mit der eigentlichen Restaurierung beginnen kann, muss er die Gefache noch vorbehandeln. Das ist eine Lehmölgrundierung. Im Prinzip das gleiche, was ich bei den Hölzern hier mache, versuche ich hier mit der Grundierung aus Leinöl und hier mit einem Gemisch aus Lehm. Versuche ich zum einen die alten historischen Staken und Wieden vor dem Wasser zu schützen, was ich jetzt mit einbringe. Und dadurch, dass das Öl und der Lehm zusammengemischt eine schöne Emulsion als Kleber darstellt, dann verklebt der Lehm, den ich jetzt einbringe, zum einen auf dem historischen Lehm und einmal auch auf den alten Hölzern und ich schütze die Hölzer dennoch vor Wassereintrag. Der alte Lehm wird angefeuchtet. Dann holt Alexander Fenske gemeinsam mit der Hausbesitzerin den Baustoff. Ein Lehm-Wasser-Stroh-Gemisch. Gut. Auf die richtige Konsistenz kommt es an. Die kann aber leicht verändert werden. Diese Mischung ist etwas zu dünn. Deshalb hat der Restaurator ein wenig Lehm zugegeben. Der Lehm trägt zur Erhaltung und Langlebigkeit von Fachwerkbauten bei. Er ist elastisch genug, um die Bewegungen des Holzfachwerks zu tolerieren, und er ermöglicht durch seine Durchlässigkeit die schnelle Trocknung des Fachwerks nach Regen oder vorübergehend erhöhter Luftfeuchte in Innenräumen. Um das Geflecht wiederherzustellen, ist es notwendig, dass das Stroh auch wirklich die Weidenruten und die Staken umschließt. Aus dem Grund muss ich erstmal die Konsistenz so einstellen, dass ich mehr Strohanteil einbringe und das auch tatsächlich um die Weidenruten drum herum wickeln kann, weil nicht allein der Lehm den Halt im Gefach ausmachen, sondern dieses Strohlehm-Gemisch. Bald ist vom Holzgeflecht nichts mehr zu sehen. Das ist exakt dasselbe Material, was wir vorher zum Einflechten genommen haben. Nur hier habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass ich die Lehmstärkung umwickeln möchte mit dem Stroh, sondern jetzt zu dem vorher aufgebrachten eine gute Anbindung.
bekommen möchte, um diese Putzschicht, die jetzt diese Schicht hier darstellt, als geschlossenes Gefach dann fertigzustellen. Ich habe jetzt lediglich weniger Wasser benutzt, um den Lehm einzumauken. Das ist ja das Schöne, ich brauche keine große Rezepturanwendung hier zu planen. Und der Vorteil ist, ich habe genau das gleiche Material wie auch bei den alten Gefachen mit drin und habe dann auch keine unterschiedlichen Abbindereaktionen. Das Gefach ist nun komplett mit Lehm gefüllt, der dann erstmal trocknet. Fertig. Ein paar Wochen gehen ins Land. Es wird Herbst in Birnbach. Draußen können sie wegen Frostgefahr nicht weiterarbeiten. Aber innen an der Wand, die der Handwerker wegen ihrer Seltenheit seine Nofretete nennt, ist der Lehm in den Gefachen getrocknet. Alexander Fenske will heute die Lehmgefache verputzen. Doch bevor er mit seinem nächsten Arbeitsschritt anfangen kann, muss er das Holz schützen. Das Einfachste und Billigste, um das Holz jetzt vor dem Kalk, den ich jetzt aufbringen möchte, zu schützen, ist einfach, dass ich mit einem Leim, mit einem ganz normalen Farbenleim, das Zeitungspapier als Abdeckung nutze. Und dann verwendet der Restaurator einen Artikel aus dem Kühlregal der Supermärkte, ein Milchprodukt. Es ist Quark. Er enthält Casein, ein Protein. Damit wird der Handwerker einen Klebstoff herstellen. Um den Caseinleim, der jetzt in dem Quark drin ist, erstmal herzustellen, muss ich den aktivieren. Aktivieren kann ich den mit allem Alkalischen, das ist wie bei der Käseproduktion auch, da wird mit Bakterien gearbeitet. Wir arbeiten hier mit einem alkalischen Mittel und dafür nehme ich dann einfach etwas von unserem Kalkmörtel, den wir hier angesetzt haben beim letzten Mal. Da reicht jetzt eine kleine Menge an Kalk. Jetzt setzt schon das Verflüssigen ein. Man sieht, der wird glasig, der Quark, und wird jetzt flüssiger. Jetzt sieht man richtig schön, wie der flüssig wird. Und der Caseinleim, der ist auch sehr gut geeignet, um Holz miteinander zu verbinden. Also man kann da Holz absolut wasserfest mit verkleben. Und für meine Zwecke jetzt als Grundierung muss ich das dann mit Wasser verdünnen, um eben die Klebekraft abzuschwächen. Und da wir hier alles im Historischen machen, können wir auch ganz beruhigt mit Quark arbeiten. Die Grundierung aus Quark trägt er auf die Gefache auf, bevor er mit dem Verputzen beginnt. Dann mischt der Maurermeister den Kalkmörtel kräftig durch, den er vor ein paar Wochen angesetzt hat. Denn den braucht er jetzt für den Putz. So, und wie man jetzt schön sehen kann, wir haben das letzte Mal, was ja schon eine geraume Zeit her ist, die passende Wassermenge reingemacht. Ich kann jetzt einfach durchrühren und habe den Mörtel in fertiger Konsistenz. Ein uralter Baustoff. Kalk wird seit mehr als 14.000 Jahren als Baumaterial eingesetzt.
Und je länger ich den jetzt rühre, umso mehr würde ich das Wasser aus dem Kalk rausrühren. Also umso dünner wird er. Je länger ich das jetzt rühre, umso mehr kann ich mir auch die Konsistenz einstellen. Also ich habe hier die eierlegende Wollmilchsau. Das weiß noch keiner. Den Kalkmörtel trägt er dann auf den Lehm auf. Durch das Verreiben jetzt kriege ich einen richtig innigen Verbund mit den Lehmflächen. Das sieht man jetzt schön an der Verfärbung. Also ich reibe den Kalkmörtel richtig in den Lehm rein, dass da auch keine Hohllagen entstehen. Man sieht, dass der Lehm quasi in den Kalk reingeht. So, und dann kommt immer das Wichtigste, das ist der Kellenschnitt. Der Kellenschnitt dient dem Zweck, das Holz ist ja immer in einer Bewegung, das quillt und schwindet untergeben und der Putz ist ja fest. Und damit der Putz jetzt auch eine Sollbruchstelle zum Holz hin hat, muss ich das trennen. Ansonsten würde der Mörtel, der jetzt am Holz anklebt, abreißen und dann bekäme ich einen Abriss mitten in der Fläche. So entstehen zum Beispiel solche Fehlstellen, wenn das da am Holz abreißt. Um das zu verhindern, trenne ich mit einem Kellenschnitt, das heißt mit einer dünnen Klinge, trenne ich den Mörtel vom Holz. Er verputzt aber nicht alles neu. Das Gefach oberhalb ist gut erhalten und deshalb bearbeitet der Restaurator es nicht. Mit der Caseinleimgrundierung nimmt er sich das nächste Fach vor. Dann kommt wieder der Kalkmörtel zum Einsatz. Die Römer brachten die Technik vor etwa 2000 Jahren ins damalige Germanien. Aus Kalksteinblöcken ist aber schon die Cheops-Pyramide gebaut worden. Und auch in der Bibel werden die Begriffe Kalkmörtel und Kalktünche verwendet. Jahrhundertelang war Kalk das wichtigste Rohmaterial zur Herstellung von Mörtel. Er reguliert die Feuchtigkeit und ist daher besonders gut für Innenräume geeignet. Gelöschter Kalk fand früher aber auch Verwendung als Düngemittel oder als Frostschutzmittel für Obstbäume. Der Restaurator ist mit dem Verputzen ein gutes Stück vorangekommen. Aber ein Teil des Fachwerks soll in dem Zustand bleiben, in dem es vorgefunden wurde. Hier, das ist ja jetzt ein Restaurieren, ein Konservieren ist das, was wir hier machen, dass wir die Bestandsflächen nur reinigen und überhaupt sonst nicht antasten. Ja. Und bei der Restaurierung, sprich bei dem Eingriff, den ich hier mache, muss ich eben gucken, dass die Eingriffe nie schädigend auf dem Untergrund sind. Und reversibel ist eigentlich für mich ein Grundsatz der Denkmalpflege, den ich versuche bei meinen Arbeiten auch so einzuhalten, damit ich den Bestand nie schädige. Selbst wenn meine Arbeit wieder zurückgenommen werden müsste, darf es keinen Schaden am Bestand geben. Einige der Gefache in der Wand müssen nicht komplett neu verputzt werden. Nur dort, wo er fehlt, wird der Putz aufgetragen. Das sind die alten Putzflächen und die überputze ich jetzt nicht einfach, sondern möchte die ja integrieren, genauso wie ich den Lehm integriere. Das ist der Teil des Fachwerks, den die Besitzerin nicht restauriert haben möchte. Ein vertikal verlaufender Abschnitt mitten in der Wand. Das ist auch hier wieder so Genau. Ich lasse den Bestand so, wie er ist, der wird nur gestrichen. Ja. Ne? Und lasse auch die Stellen so, wie sie sind, damit das erkennbar ist, wo was ist. Da wird dann der eine oder andere fragen, ob der Putzer dazu dämlich war, eine einheitliche Fläche hinzumachen. Und dann kannst du erklären. Man kriegt erstmal einen Paufellatz. Genau.
Im Raum nebenan kümmert sich Zimmermann Jan Fockel um ein fehlendes Gefach. Er baut es neu auf. Zu seinem Job kam er auf Umwegen. Mich aber während des Studiums dann umentschieden und gemerkt, dass die Schulbank dann doch nichts für mich ist, weil ich mich so ein bisschen in das praktische Arbeiten verliebt habe und hatte kurzerhand gedacht, ich könnte mich ja auf eine Ausbildungsstelle als Zimmermann bewerben. Und dann bin ich sehr froh, dass ich letztlich im Restaurierungsbetrieb gelandet bin. Das ist schon sehr schön. Der Balken für das Gefach wird verzapft und mit Holznägeln fixiert. Wieder kommt die Stoßaxt zum Einsatz, diesmal um die sogenannten Staken herzustellen. Es sind die vertikal verlaufenden Hölzer im Gefach. Damit hat der Zimmermann sein Werk beendet. Das Geflecht wird vom anderen Gewerk fertiggestellt, dem Maurer. Er braucht Holz, das sich leicht biegen lässt. Weide und Hasel sind eigentlich so die Hölzer, die klassisch eingebracht wurden. Und die lassen sich auch am besten verarbeiten. Und gerade Weidenholz ist ja überall zu kriegen. Wenn Sie erstmal die richtige Länge haben, braucht Alexander Fenske für das Einflechten der Hasel- und Weidenruten keinerlei Hilfsmittel, außer handwerklichem Geschick. Nebenan steht als nächstes das Weißen der verputzten Gefache an. Dafür verwendet der Maurermeister wieder Kalk. Und wie so oft wird es warm. Also Mischung ist 1:4, 1 Teil Kalk, 4 Teile Wasser. Also das sind jetzt so 60, 70 Grad werden das sein. Der Vorteil dabei ist, dass ich mit dem heißen Auftrag von der Farbe eine wesentlich bessere Untergrundverkrallung kriege, kann auch wesentlich dicker damit anstreichen. Also das, was ich jetzt mit einem Anstrich mache, müsste ich kalt 3-mal streichen. Man sieht hier auch sofort, dass es weiß deckt und eine sehr gute Untergrundhaftung aufbaut und trocknet quasi beim Ablöschen schon auf der Wand auf. Und noch ein Vorteil ist, dass der heiß aufgebrachte eine Alkalität behält. Das heißt, die Oberflächen bleiben auch, nachdem er abgebunden ist, alkalisch, was dann auch wieder eine hygienische Oberfläche gibt. Früher hat man das im Stall gestrichen, um den Stall schön sauber zu halten und antiseptisch zu halten, dass da kein Schimmel entstehen kann. Das Weißen mit Kalk war lange Standard, bis die Dispersionsfarben aufkamen, die Kunststoffe enthalten, damit sie nie ihre Konsistenz verändern. Jo. Ganz aus der Mode ist es eigentlich nie gekommen. Nur bei uns jetzt in den Ländern, die viel Wohlstand haben, hat sich das so in den 60er, 70er Jahren eigentlich aus der Mode gemacht, weil man einfach suggeriert hat, die neuen Sachen, die wären besser. Man wollte all den alten Dreck loswerden. Und heute kommt man so langsam auf den Trichter, dass das alles gar nicht so
wichtig ist, dass es schnell gehen muss, sondern dass das Raumklima nachher auch passen sollte und auch die Baustoffe untereinander alle funktionieren sollten. Die Gefache muss er zweimal weißen, aber sonst? Die Restaurierung der 500 Jahre alten Fachwerkwand ist weit gediehen. Die Hausbesitzer Doreen und Jan schauen auf der Baustelle vorbei. Nach dem ersten Anstrich muss eine Nacht vergehen, bevor es mit dem zweiten weitergehen kann. Die Deckkraft ist hoch, das Weiß strahlend. Ich habe das etwas dünner eingestellt im zweiten Anstrich jetzt, damit ich es besser verschlichtet bekomme, besser vertreiben kann auf der Fläche. Beim ersten Anstrich hatte ich ja die Gefache vom Bestand auch mit durchgestrichen, mit den Lehmflächen. Und da muss ich ein bisschen dicker aufbauen und dementsprechend habe ich die Farbe da etwas dicker eingestellt. Der Restaurator bemüht sich nicht nur um einen exakten Pinselstrich. Er macht sich auch Gedanken um seinen Berufsstand, ob das Wissen über alte Techniken erhalten bleibt. Wenn ich jetzt eine klassische Maurerlehre mache, werde ich niemals irgendwas über das Thema Kalk oder Heißkalk oder Anstrich gelehrt und bekommen und lernen können. Das ist das Problem. Wenn man sich allein mal unsere Berufsbekleidung anguckt, also wenn man wie ich eine klassische Zunftkleidung trägt, dann sollte man sich mal überlegen, wo das herkommt. Der Maurer, der Maler, der Stuckateur, die haben alle weiße Kluft. Das kommt daher, dass die alle mit Kalk gearbeitet haben. Die Gefache sind sehr unterschiedlich und nicht überall muss er gleich viel Farbe auftragen. Und um die Oberfläche gleichmäßig zu bedecken, beziehungsweise wie hier an dem Gefach schön zu sehen, Löcher füllen zu können, ist zwangsläufig die Notwendigkeit, dass ich mehr Farbe auftrage. Und das ist ja im Prinzip ja auch das Schwierige. Ich darf nicht zu viel, man kann das hier vielleicht sehen, sonst gibt es hier so kleine Schwundrisse, wenn ich die zu dick auftrage, die Farbe. Also je rauer die Oberfläche, umso mehr Materialverbrauch, umso mehr Farbe, die da weggeht. Und umso wichtiger ist, dass man das lieber dünn mehrfach ausstreicht, als versuchen, in einem alles aufzutragen. 5 Arbeitstage sind vergangen, seit sie mit der Restaurierung der Wand begonnen hatten. Kurz vor Fertigstellung, ja. Es erfolgt der letzte Pinselstrich, genau. Und dann hätte man die Wand für die nächsten Generationen erhalten, gesichert und hübsch gemacht, ja. Also das ist schon was Schönes, gerade wenn es so anspruchsvoll ist wie hier diese Wand. Und ja auch, ich denke, das konnte man ja auch sehen, mit viel Liebe und Hingabe auch gearbeitet wird. Natürlich ist man da zum einen froh, dass man fertig ist und zum anderen aber auch sehr stolz, wenn das Ergebnis dann so aussieht, ja. Jetzt muss er nur noch die Wand hübsch machen, das zum Schutz des Holzes angeklebte Papier wegnehmen und all die kleinen Spuren der Restaurierung beseitigen. Meist reicht dafür aber ein feuchter Schwamm. Dann lässt der Restaurator sein Werk vom Besitzer begutachten. So, Jan. Dann würde ich sagen, haben wir die Wand vorerst fertiggestellt. Sieht gut aus. Würde Echt ich schön die- geworden. Würde ich die an euch wieder übergeben. Und ja, dann können wir in dem Raum weitermachen. Und pass mal gut drauf auf. Auf jeden Fall kein Vergleich zu vorher. Echt schön geworden. Ja. Sehr schön. Die Fachwerkwand ist wieder in Schuss.
Aber das Haus, in dem sie steht, an dem werden sie noch eine Weile arbeiten müssen.